Frauen haben in muslimischen Ländern absolut keine Rechte. Sie werden systematisch unterdrückt und christliche Kirchen oder jüdische Synagogen gibt es in der arabischen Welt überhaupt nicht. Die werden dort alle verboten und zerstört. Habe ich recht? Absolut nicht. Aber exakt das ist das Geschwafel, die uns in Europa jeden Tag in den Kopf gehämmert wird. Rechte Politiker setzen sich ungeniert zu Markus Lanz oder in Sendungen bei Servus TV und Puls 4 und verbreiten genau diese Lügen. Und was machen die hochbezahlten Talkshow-Master? Nichts. Sie sitzen stumm in ihren Sesseln und korrigieren diese Falschbehauptungen mit keinem einzigen Wort. Am nächsten Tag steht dieser unkorrigierte Schwachsinn dann als absolute Wahrheit in den Boulevardzeitungen. Was wollen wir erwarten, wenn unsere eigenen Journalisten im Westen so denken? Als ein Österreicher in Klagenfurt seine eigene Partnerin bestialisch ermordete, druckte die Gratiszeitung heute einen Artikel mit folgendem Wortlaut: Der Kraftfahrer gehört zur Sorte Mann, die zum Glück eher hinterm Halbmond lebt, in Ländern, wo das Gesäß beim Beten höher ist als der Kopf. Partnerinnen betrachten sie als Besitz, macht sich dieser selbstständig, sind sie im Stolz verletzt und drehen durch. Merkt ihr's? Ein Österreicher mordet, aber unsere Presse nutzt die Leiche einer Frau, um sofort rassistisch gegen Muslime zu hetzen. Und dann schlägt das nächste Vorurteil zu. Im Büro oder im Bekanntenkreis hört man ständig, arabische Männer lassen sich von Frauen absolut nichts sagen. Sie haben ein psychologisches Problem mit einer Frau als Chefin. Wir im Westen bilden uns ein, wir hätten die Gleichberechtigung erfunden. Doch während europäische Großmächte über Jahrhunderte andere Nationen brutal besetzt, versklavt und bis aufs letzte Hemd ausgebeutet haben, musste sich Tunesien seine Freiheit unter einer grausamen französischen Kolonialherrschaft blutig erkämpfen. Und trotz dieser totalen kolonialen Ausbeutung hat dieses Land sofort nach der Unabhängigkeit im August 1956 das Code du Statut Personnel verabschiedet. Ein revolutionäres Familiengesetz, das Polygamie unter schwerster Strafe stellte, die Zwangsverheiratung komplett verbot und Frauen vor dem Scheidungsgericht die absolute, bedingungslose Gleichberechtigung garantierte. Tunesien gab Frauen bereits 1959 das nationale Wahlrecht. Und wo standen wir im reichen Europa? Im tiefsten gesetzlichen Patriarchat. In der Schweiz durften Frauen erst 1971 auf Bundesebene wählen, 12 Jahre nach Tunesien. In Frankreich brauchte eine Frau bis 1965 die Erlaubnis ihres Mannes für ein eigenes Bankkonto. In Westdeutschland durfte der Ehemann bis 1977 den Arbeitsvertrag seiner Frau eigenmächtig kündigen, wenn sie ihre Pflicht im Haushalt nicht nachkam. Wie sieht es mit der eigenen Bestimmung aus, des eigenen Körpers? Tunesien hat den Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1973 vollständig legalisiert und das Ganze kostenlos. Österreich zog erst ein Jahr später nach. Und in Deutschland ist Abtreibung nach § 218 bis heute theoretisch eine Straftat. Und das dunkelste Kapitel der Gewalt, während Tunesien Frauen früh schützte, war Vergewaltigung in der Ehe in Österreich bis 1989 und in Deutschland bis 1997 völlig legal und straffrei. 1997. Der Westen hatte Handys und das Internet. Und unsere Staaten weigerten sich gesetzlich, Frauen in den eigenen vier Wänden vor sexueller Gewalt durch den Ehemann zu schützen. Zurück zu dem Vorurteil, arabische Männer würden keine weiblichen Chefs akzeptieren. Im Oktober 2021 ernannte Tunesien mit der Geophysikerin Nejla Bouden die allererste weibliche Premierministerin der gesamten arabischen Welt. In ihrem Kabinett saßen 10 Ministerinnen, über 40% der absoluten Staatsführung waren Frauen. Und sie leiteten keine Alibi-Ressorts für Familie oder Kultur, sondern die harten Machtzentralen, das Justizministerium und das Finanzministerium. Tausende männliche Beamte, Polizisten und Generäle mussten stramm stehen und die Befehle einer Frau ausführen. Deutschland hatte zwar eine Bundeskanzlerin. Wenn wir in Österreich es mit Brigitte Bierlein kontern wollen, machen wir uns komplett lächerlich. Bierlein war keine gewählte politische Anführerin mit einer Vision. Sie war eine parteilose Notlösung nach dem korrupten Ibiza-Skandal, um das Chaos für ein paar Monate administrativ zu verwalten. Und wie sieht es in unseren Hauptstädten aus?
Die Hauptstadt Tunis wählte 2018 Suad Abderrahim zur Bürgermeisterin und machte sie offiziell zur obersten Scheich der Altstadt. Eine Frau als oberster Scheich. Und unsere stolze Bundeshauptstadt Wien hatte in über 2000 Jahren Geschichte noch nie eine weibliche Bürgermeisterin. Null. Wien wird bis heute ausnahmslos von Männern regiert. Aber das ist noch gar nichts gegen das, was wir in unseren Schulen abziehen. Reden wir über die wohl widerlichste Doppelmoral der europäischen Politik. Das Kopftuchverbot an Schulen. Wir in Österreich beschließen ein Verbot für junge Mädchen unter dem Deckmantel der Selbstbestimmung und Unterdrückung. Die scheinheilige Argumentation, die Kinder können das nicht selbst entscheiden. Sie werden kulturell von den Eltern indoktriniert. Ein Kind in Europa entscheidet mit 6 Jahren nicht selbst, ob es im Säuglingsalter getauft wird. Es entscheidet nicht selbst, ob es jeden Sonntag in die Kirche geschleift wird. Es wird von Geburt an radikal in unsere Kultur gepresst und das nennen wir stolz Tradition. Aber trägt ein muslimisches Mädchen ein Stück Stoff, erfindet der Staat plötzlich die Sorge um die Freiheit. Und wisst ihr, was der absolute politische Skandal an diesem Gesetz ist? Die Politik wusste ganz genau, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Sie haben es strategisch so beschlossen, dass es absichtlich ein halbes Jahr dauert, bis das Schuljahr beginnt und der Verfassungsgerichtshof überhaupt erst ein Urteil fällen kann. Warum macht man das? Damit wir ein halbes Jahr lang in den Talkshows hetzen und junge muslimische Mädchen diskriminieren können. Weil Tunesien seine Frauen radikal in Bildung gedrängt hat, sieht unsere europäische Wirtschaft heute alt aus. In Deutschland und Österreich jammern wir über den MIND-Mangel. MIND steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Unsere Frauenquote in Mathematik und Technik liegt bei beschämenden 30%. In Tunesien sind über 55% aller Absolventinnen in den hochkomplexen MIND-Fächern Frauen. Die Hightech-Forschung ist mehrheitlich weiblich. Über 70% der tunesischen Apotheker und Mediziner sind Frauen. Und wie sieht es mit der religiösen Toleranz aus? Von der Lanz und Co. behaupten, sie existiere nicht. Schaut euch die Kirche hier an. Die christliche Kirche Saint-Félix, freistehend mitten in Sousse. Rechnen wir mal die Pro-Kopf-Zahlen ab. In Tunesien kommt eine sichtbare Kirche auf gerade einmal 2500 Katholiken. Ägypten hat über 3000 aktive Kirchen für seine koptischen Christen. Der Iran, der beherbergt über 600 christliche Kirchen und rund 25 bis 30 aktive Synagogen. Die größte jüdische Gemeinde im Nahen Osten, außerhalb Israels. Hier in Tunesien lebt die jüdische Gemeinde ununterbrochen seit über 2000 Jahren. Bei heute 1500 jüdischen Gläubigen gibt es rund 10 historisch geschützte Synagogen. Das ist eine Synagoge auf 150 Gläubige. Und wir im toleranten Westen, in Österreich leben 700.000 Muslime. Wisst ihr, wie viele echte Moscheen mit Minarett es im ganzen Land gibt? Exakt 4. Eine sichtbare Moschee auf 175.000 Menschen. In Deutschland kommt eine auf 30.000 Menschen. Wir verstecken Minderheiten in Hinterhöfen und in Industriegebieten. Wir im Westen haben das extreme Bild von Saudi-Arabien im Kopf, wo es bei 1,5 Millionen Katholiken tatsächlich keine einzige Kirche gibt. Und dieses eine wahnsinnige Beispiel stülpen wir blind über die gesamte islamische Welt. Wir grenzten Frauen übrigens auch vom Staatsschutz aus. Das österreichische Bundesheer ließ Frauen erst 1998 zu. Die deutsche Bundeswehr wurde erst 2001 für Frauen zugelassen. Allerdings nicht freiwillig. Es musste erst vom Europäischen Gerichtshof erzwungen werden. Kaum zu glauben eigentlich, oder? Unser westliches Ego zerbricht endgültig, wenn wir unseren Blick nach oben richten. Im Jahr 1981 durchbrach eine arabische Frau in Tunesien die Schallmauer. Alia Menchari steuerte als erste Pilotin kommerzielle Passagierjets für die staatliche Tunisair und wurde zur ersten weiblichen Flugkapitänin der gesamten arabischen Welt. Eine arabische Frau trug in den 80er Jahren die absolute Verantwortung über hunderte Menschenleben am Himmel. Und wie sah das international aus? Zur Jahrtausendwende besuchte Menchari eine internationale Pilotenkonferenz in Japan. Unter 500 Piloten aus der ganzen Welt war sie die einzige Frau. Ihre westlichen Kollegen waren völlig fassungslos, dass diese einzige Frau ausgerechnet aus einem arabischen Land kam. Was machte unsere hochentwickelte europäische Luftfahrt? Die mächtige deutsche Lufthansa brauchte bis 1988, um überhaupt die ersten weiblichen Co-Pilotinnen ins Cockpit zu lassen. Ganze 7 Jahre nach Tunesien.
und unsere österreichische Austrian Airlines? Wir schrieben das Jahr 2001, wir nutzten das Internet und erst in diesem Jahr durfte in Österreich zum allerersten Mal eine Frau in ein konventionelles Cockpit. Ein arabisches Land war uns im Cockpit 2 ganze Jahrzehnte voraus. Wenn ihr jetzt denkt, das war nur damals so, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Zahlen von heute an. Bei der staatlichen Tunisair sind heute knapp 8% der Piloten weiblich und unsere österreichische Staatsairlines dümpelt gerade einmal bei 5% herum. Jahrelang waren es sogar nur 3%. Selbst die deutsche Lufthansa kommt nur auf gut 7% Frauen im Cockpit. Tunesien schlägt oder misst sich mit unseren größten westlichen Fluglinien. Ein Land, von dem Talkshows behaupten, Frauen hätten dort nichts zu sagen. Tunesien stoppt nicht am Himmel. Die tunesische Luftwaffe hat kürzlich 8 Elite-Kampfpilotinnen nominiert. Eine von ihnen wird aktuell zur Astronautin ausgebildet, um als erste afrikanische Frau zur internationalen Raumstation ISS ins All zu fliegen. Wir im Westen urteilen permanent über andere Länder, vor allem über die arabische Welt und behaupten, dort gäbe es keine Gleichberechtigung, während wir in Europa selbst bis heute um echte Gleichbehandlung kämpfen müssen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass man Frauen dort prinzipiell nicht schätzt. Und Tunesien ist nicht das einzige muslimische oder arabische Land, das Frauenrechte so stark hervorhebt. Dieses Land blutet wirtschaftlich. Die Inflation ist hart und die Armut auf den Straßen ist eine bittere Realität. Dieses Video ist nicht da, um Probleme schönzureden. Dieses Video ist einzig und allein da, um unsere westliche, arrogante Lebenslüge zu zerschmettern. Lanz, Maischberger und Co. diskutieren tagtäglich über Vorurteile, die einfach nicht stimmen. Da werden möchtegern Islamexperten eingeladen und Leute aus dem Springer Verlag dürfen unwidersprochen hetzen. Wenn man sich diese Sendungen ansieht, denkt man unweigerlich, da wird schon was dran sein. Aber die Leute sehen nicht, dass von 200 Sendungen 199 nur über das Kopftuch und über Migration gehen. Das ständige Framing wirkt. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem ganz Deutschland Muslime hasst und Angst vor ihnen hat. Bevor unsere Talkshows das nächste Mal über den arabischen Raum herabziehen, bevor Boulevardjournalisten rassistische Zeilen über das Beten tippen und bevor wir auf andere zeigen und unsere Werte predigen, sollten wir mal an unsere Gesetzbücher und unsere Geschichte erinnern. Die Zahlen lügen nicht. Danke fürs Zusehen.